Warum dein Selbstbild nicht aus dir stammt. Die meisten Menschen glauben, sie kennen sich selbst. Sie sagen, so bin ich eben. Doch in Wahrheit beschreiben sie oft nicht sich, sondern die Geschichte, die über sie erzählt wurde. Du bist nicht mit einem Selbstbild geboren worden. Kein Baby denkt, ich bin zu viel, ich bin schwierig, ich bin nicht genug. Diese Sätze entstehen später. Sie entstehen dort, wo Liebe an Bedingungen geknüpft ist, wo Aufmerksamkeit nicht sicher ist, wo Anpassung belohnt wird und Echtheit verunsichert. Ein Kind lernt sehr früh, wer es sein muss, um nicht verlassen zu werden. Und genau dort beginnt das Selbstbild. Nicht als bewusste Entscheidung, sondern als Überlebensstrategie. Du lernst, dich zu lesen. Du beobachtest Gesichter, Stimmungen, Stille. Du spürst, wann du willkommen bist und wann du störst. Und irgendwann formt sich ein innerer Satz. So darf ich sein. So besser nicht. Was wir später Selbstbild nennen, ist oft nichts anderes als eine Sammlung dieser Momente. Ein inneres Archiv aus Blicken, Bewertungen, Erfahrungen. Das Schwierige ist, diese Geschichte fühlt sich wahr an. Sie begleitet dich jeden Tag. Sie spricht in deinem Kopf mit deiner eigenen Stimme. Und genau deshalb wird sie selten hinterfragt. Doch dein Selbstbild ist nicht deine Essenz. Es ist eine erlernte Perspektive. Es ist nicht, wer du bist, sondern wie du gelernt hast, dich zu sehen. Viele Menschen versuchen, ihr Leben zu verändern, ohne ihr Selbstbild zu berühren. Sie wechseln Beziehungen, Jobs, Orte, aber sie nehmen diese Geschichte mit und wundern sich, warum sich alles wiederholt. Denn dein Selbstbild bestimmt, was du für möglich hältst, was du tolerierst, was du erwartest. Wenn du glaubst, nicht wichtig zu sein, wirst du dich klein machen. Wenn du glaubst, Liebe verdienen zu müssen, wirst du dich anpassen. Wenn du glaubst, nicht genug zu sein, wirst du immer versuchen, besser zu werden, aber nie ruhiger. Das Tragische ist, du verteidigst dieses Bild von dir, selbst wenn es dir schadet. Denn es ist vertraut. Und Vertrautheit fühlt sich sicher an, auch wenn sie wehtun. Doch Selbstbild ist nicht Identität. Es ist eine Brille. Und jede Brille lässt sich abnehmen. Nicht durch positive Sätze, nicht durch Druck, sondern durch ehrliches Hinschauen. Die Frage ist nicht, was stimmt mit mir nicht, sondern wo habe ich gelernt, mich so zu sehen? Wenn du beginnst, diese Geschichte zu erkennen, entsteht Abstand. Und in diesem Abstand entsteht Freiheit. Denn du bist nicht dein innerer Kommentar. Du bist der Raum, in dem er erscheint. Und dieser Raum ist größer, als du gelernt hast zu glauben.